Der Rebell von Starvan. Heute in Saarbrücken sind wir. Ein Mercedes-Benz Sprinter 4x4. Und der Erfinder hat einen neuen Slideout erfunden, Made in Germany. Wenn du mal so lieb bist, fahren wir rein. Und dann können wir sehen, das erweitert den ganzen Wohnraum enorm. Um 1,20 Meter. 1,20 Meter, überleg mal. Fahrzeug ist jetzt 6 Meter, nehme ich an, ne? Genau, ist ein 5,93 Meter Sprinter. Wir haben also ein kompaktes Fahrzeug, mit dem man überall parken kann, mit dem man überall hin kann, aber der ja naturgemäß von innen ziemlich eng ist, wie wir von den anderen Fahrzeugen kennen. Und ich habe was Neues erfunden. Wir fahren ein ganzes Schlafzimmer hinten raus. Ein ganzes Schlafzimmer. Du warst auf den Messen schon? Kam es gut an? Wir waren nur ein kleines Messe-Hopping. Wir waren in Österreich, um die Kundenreaktion zu testen. Und, in Welzow waren ja. Genau, und die ist wahnsinnig angekommen. Wir haben richtig mächtig zu tun gehabt. Wir mussten unseren Stand zwischendurch sperren und das Auto kommt sehr, sehr gut an. Ja, interessant ist der Preis. Als Allrad, Grundausstattung unter 140. Nein, nicht mit Allrad. Mit Allrad fängt er an bei 160. 160 und genau. Der Heckantrieb? Mit Heckantrieb fängt er bei 139.000 an. Vollständig ausgebaut, mit allem drum und dran, mit umfangreicher Ausstattung. Ja, gucken wir uns gleich mal an zusammen. So, ich ziehe jetzt mal gerade den Weitwinkel wieder zurück, dass wir das Fahrzeug mal hinten noch mal etwas breiter drauf kriegen. Denn der Weitwinkel hat den einzigen Nachteil, er verzerrt enorm. Und wir haben noch eine B-Kamera mit dabei, da können wir noch ein bisschen umschneiden. Das sieht jetzt so trivial aus, als wäre es schon immer so drin gewesen. Da ist nichts mehr original hinten, oder? Nein, wir haben die Türen komplett entfernt, die ja serienmäßig drin sind und haben da eine GFK-Schale drüber gemacht, die eine schöne Optik machen soll. Die ist jetzt natürlich nicht so schön, weil sie furchtbar nass ist. Das sieht man nicht. Nein, das sieht man nicht. Serienmäßig ist die auch nicht in matt schwarz foliert, das haben wir jetzt aus Effektgründen gemacht, sondern die wäre dann in Wagenfarbe lackiert. So, wir stehen bei der Torpedo-Garage in Saarbrücken. Dort haben wir nochmal, falls alle Stricke reißen, es zu sehr anfängt zu regnen, können wir uns unterstellen. Aber hier draußen wirkt er natürlich etwas mehr. Schwarz ist natürlich die Farbe. Farbe kann sich der Kunde frei aussuchen, oder? Ja, selbstverständlich. Also alle Mercedes-Farben stehen zur Verfügung. Wir haben das nur gemacht, weil es gut aussieht. Sehr schön. So, jetzt darfst du es nochmal rausfahren, denn das war so schön. Du hast ein paar schöne Sachen installiert hier. Du kommst aus dem Vertrieb, hast ein Patent dafür? Genau, ich habe mir das patentieren lassen. Ich habe das Ganze erfunden, weil ich schon seit langer Zeit Camper bin. Ich fahre auch einen 6 Meter Kastenwagen eines großen Herstellers, den wir jetzt nicht nennen möchten. Von wem, sag mal? Ich fahre einen Pössl, wie alle anderen auch. Geil, ich liebe Pössl. ist günstig und eigentlich ein tolles Ding, aber 6 Meter sind halt 6 Meter. Und dann ist man begrenzt. Ja, also ich bin jetzt auch schon 248.000 Kilometer damit gefahren. 250.000, echt? Ja, von Skandinavien bis in die Westsahara habe ich dann alles ausprobiert. Und das enge Querbett ist halt das große Manko. Ja. Obwohl man ja eigentlich auf 7 Quadratmetern ganz gut leben kann. Aber dieses Übereinandergekraxel in den Querbetten eines 6-Meter-Autos haben mich natürlich genervt. Und dann habe ich überlegt, muss ja was anderes geben. Aber es gab nichts. Also habe ich was erfunden. So, man sieht das schön, das ist eigentlich eine große Schublade, die mit Zahnrädern dann angetrieben wird. Richtig. Synchron, also, oder? Es gibt den sowohl in elektrisch, wie wir ihn hier haben, als auch in manuell. Das heißt, den kann man auch von Hand rausziehen, das ist überhaupt kein Problem. Und der fährt da ganz unten auf Schwerlastschienen. Ich habe bei der Entwicklung immer gedacht, keep it simple. Das heißt, wir haben hier Standardteile. Die Schwerlastschienen kommen aus dem Motorenbau. Das sind irgendwelche Lagerregalschienen, die 660 Kilo tragen können. Eine. Zusammen, obwohl der ja nur 200 Kilo wiegt. Also so, lass mal gucken hier hinten drin. Das ist ein Prototyp, muss man sagen. Hier ist der Endanschlag, also alles aus der Industrietechnik, soll immer funktionieren. Ne? Genau, der Antrieb selber, der Motor kommt aus der Lebensmittelindustrie, treibt normalerweise Förderbänder an, 5 Tage die Woche, 24 Stunden und ohne aufzuhören. Der wird also niemals kaputt gehen. Also das Ding ist ja nur ab und zu mal in Betrieb und er funktioniert dann tatsächlich 24 Stunden, wie man sieht, ja, wie es irgendwie da ist. Ja, hier steht der Vanglas, hast du drauf gemacht, Echtglas, das ist also auch nochmal ein großes Ding. Ja. Wir haben hier ein Fahrzeug stehen, das einmal mit allem ist. Also wir haben 2 Prototypen gebaut, die wir auch in Stuttgart auf der CMT zeigen werden. 24 natürlich. Im Januar. Und dieser hier ist einfach mal der, wo wir alles reingepackt haben, was wir liefern können. Also wenn ich auf die Messe komme, ihr seid drinnen oder seid ihr draußen am Parkplatz? Nein, wir stehen in Halle 5A 73.
5 A73, da stehen beide. Genau, da stehen beide. Der normale mit dem Heckantrieb und der nicht um 10 cm höher gelegt ist. Und auch dieser hier, der Kunde kann sich das ja frei aussuchen, was er alles an Zubehör haben will. Der Heckantrieb den kann man auch höher legen, dann ist er schon schlecht wegetauglich. Also es muss nicht immer ein Allrad sein, oder? Tatsächlich, der Allrad hat halt den großen Nachteil, dass er bei Mercedes in Verbindung mit dem Getriebe und dem Motor ja 230 Kilo mehr Gewicht einbringt. Also ist das ein 4,2 Tonner. Geht nicht anders. Und der andere geht als 3,5er? Genau, der andere ohne den Allradantrieb geht als 3,5er. Und das ist für viele sicherlich viel interessanter. Und ja, wir bieten ein All-Terrain-Paket mit Höherlegung, Differentialsperre hinten und All-Terrain-Reifen, sodass dann auch das heckgetriebene Fahrzeug durchaus Offroad-tauglich ist. Darf ich ehrlich sagen, ich habe den Allrad selten gebraucht. Hinten ist natürlich das Mittendifferential beim Allrad, das hat man schon mal drin. Aber das Heckdifferential, das bringt schon einiges und natürlich die Bodenfreiheit. Genau, also höher legen ist ja schon mal das Entscheidende. Ich habe ja gerade erzählt, ich war selbst in der Westsahara mit einem 6 Meter Kastenwagen. Der war nur höher Frontgetrieben, nur höher gelegt, nur All-Terrain-Reifen drauf und geht auch. Du warst aber nicht in den Dünen damit, oder? Nein, das darfst du da ja sowieso nicht. Das ist ja alles Naturschutzgebiet. So, komm mal mit. Wir gehen mal ein Stück zurück. Dann zeigen wir Ihnen mal gerade. Also das ist ein Mercedes-Benz Sprinter. Wenn du sagst, du hast es patentieren lassen, es gibt ja so ein ähnliches System von Westfalia, glaube ich. Genau, die der James Cook. Ja. Der hat einen Slide-Out, der nur im oberen Teil ausfährt und der auch nur 80 Zentimeter ausfährt. Ja. Und der hier? Der hier fährt 1,20 Meter aus. Also 1,20 Meter sind das hier, man glaubt es kaum. Genau. Und er fährt über die ganze Länge, Höhe, Breite, das heißt einmal komplett. Habe ich gesehen, in England hat einer das mit dem T6-Einschub, war aber alles so... Die Firma Danbury. Genau. Die es leider nicht mehr gibt, ja. Die gibt es nicht mehr. Eigentlich ein gutes System, eigentlich auch ganz toll. Aber hier reden wir über Komfort, den man gerne benutzt, weil du drückst auf den Knopf, du hast es eben gesagt, das Ding geht rein und raus, du musst da nichts schieben, nichts umbauen, fertig. Also geht ganz schnell. Wir gucken uns das gleich mal von innen an. Was ist hinten drin? Ist da noch Stauraum? Der große Stauraum fährt mit raus. Ja. Da ist jetzt mein Köfferchen drin. Wir haben hier 1 Kubikmeter Stauraum. Der ist, wie du sehen wirst, deutlich breiter als bei normalen Kastenwagen. Normalerweise sitzt beim Kastenwagen ja im Heck die Technik, das heißt links die Heizung, rechts der Wassertank oder so. Dadurch sind die Stauräume ja sehr schmal. Wir haben einen extrem breiten Stauraum, der bis zu 1 Kubikmeter groß sein kann. Der ist ja cool. Hinten, da sieht man sehr schön, mit wie viel Liebe du das Ganze gebaut hast. Das sind wahrscheinlich Alu-Sandwich ist hinten drauf, oder? Das ist ein GFK-Sandwich, das ist 40 mm XPS. Und das wird gebaut von einer Firma, die hauptberuflich Krankenwagen und Feuerwehrautos baut. Und die auch nach DIN 9001 zertifiziert ist. Die Firma Dülmer macht das für uns. Und das ist Spitzentechnik. Da geht nichts kaputt. Also es geht darum, dass es lange funktioniert. Hier sieht man auch schön auf. Was ist das hier? Das ist die Verriegelung, die ist manuell, die verlangt der TÜV. Der TÜV hat Angst, dass das Ding während der Fahrt unkontrolliert rausrollt. Und deswegen hat er verlangt, wir müssen eine manuelle Verriegelung machen, wenn er drin ist und man losfährt. Kann ich starten eigentlich, wenn es hinten draußen ist? Ja, es gibt einfach nur eine Ping-Meldung im Armaturenbrett, dass die Türen offen sind. Das heißt, wenn ich mal, umrangieren muss auf dem Campingplatz, würde ich trotzdem einfahren, weil man weiß ja nie, wo man denn noch hängen bleibt. Nein, das brauchst du nicht. Also für Fahren im Schritttempo kann man den draußen lassen. Das ist kein Problem. Mach mal zu nochmal. Das sieht echt gut aus. Also Vanglas hätte jetzt auch nicht sein müssen. Ist das eigentlich leiser, das Vanglas? Ja, das ist schwer zu sagen. Unser Auto ist sowieso so leise, dass wir kaum einen Unterschied hören können. Es ist vor allen Dingen aber kratzfester. Deswegen kaufen es die Leute, weil es länger schön ist. Ja, außerdem, du wolltest ja hier mal zeigen, was geht. Also man will ja auf der Messe auch mal so ein bisschen zeigen, was ist alles möglich. Da hast du natürlich die neuen Deltas drauf. Und Loader AT, eigentlich ein toller Reifen, der kann vieles, oder? Straße und... Ja, er ist ja auch ganz jahrestauglich, das ist das Schöne. Er heult zwar auch ein bisschen, aber er ist okay. Er ist vom Fahrkomfort sehr schön und... Das ist aber nicht so laut. Also Nein, ich muss immer sagen, wie so ein BF Goodrich. Das ist jetzt nicht, das ist Leiden auf höchstem Niveau, was du hast. Also ich fahre ja den Bausteinreifen auf meinem Iveco 4x4. Okay. Der ist laut. Also ja, das ist laut. Also wenn du mit diesem Auto jetzt eine Runde drehen würdest auf der Autobahn, wärst du sehr erstaunt, wie leise der bei 140 ist. Ich habe eine gute Nachricht. Das machen wir gleich. Ach so, ja gut. Wir fahren mal eine Runde, weil ich will immer hören, wie ist der Möbelbau, ist der schön leise und so weiter. Und das werden wir gleich mal ausprobieren. Ja. Und komm, wir gehen mal drum rum, dass wir das sehen. Starvan, der Kollege hat gesagt, das klingt nach einem Start-up. Ja klar, wir sind ein Start-up, uns gibt es seit einem Jahr und seitdem tüfteln wir da dran. Gut, ab wann wird denn
ausgeliefert? Sind jetzt hier schon ein paar verkauft? Sofort bestellt worden. Okay. Bestellt werden. Und können beim Allradantrieb haben wir ja ein bisschen Schwierigkeiten mit der Lieferzeit. Mercedes möchte ja nicht so gerne Allradfahrzeuge liefern. Da haben wir eine Lieferzeit von etwas über einem Jahr. Aber wenn es um den Hecktriebler geht, können wir den innerhalb von 8 Monaten fertig auf dem Hof stehen haben. Ja, das Schlimme ist, du kannst so viel bestellen, wie du willst. Du kriegst ja nur Zuteilungen bei Mercedes, habe ich gehört. Ja, Mercedes hat es nicht nötig. Jetzt sag doch nicht so. Das kann ja viele Gründe haben. Kann ja sein. Ja, es gibt bestimmt. Iveco hat es auch nicht nötig. Kriegst auch keine Allrad. Ja. Ja, Allradler sind im Moment sehr schwer im Allgemeinen zu bekommen. Das scheint so zu sein. So, hast du schön foliert. Hier draußen hast du natürlich die Spurverbreiterung drauf. Die ist auch von Delta eigentlich? Nein. Da haben wir eine ganz einfache genommen. Wir wollten diese mächtigen Dinger da nicht drauf haben. Haben einfach mal was Zartes genommen. So, der Kollege ist gerade da, der Florian, guck mal hier. Man erkennt den Allrad, dass der Blinker hochgelegt ist. Also der wäre nämlich zu hoch. Genau, normalerweise hier. Ja. Und das ist der von der Mercedes G-Klasse. Das ist der von der G-Klasse? Ja. Da vorne steht übrigens eine G-Klasse. Sollen wir mal gucken, ob das der ist? Da vorne steht eine neue G-Klasse. Der ist allerdings grau bei denen. Der ist grau bei denen, ja stimmt. Hier vorne ist der Blinker von der G-Klasse. Wie cool. So, du hast heute Nacht drin geschlafen eigentlich? Nein, ich wollte das Auto noch nicht in Betrieb nehmen, weil es ja ein Messefahrzeug ist. So, was ist oben drauf? Der Spoiler? Was kann der? Der Dachspoiler dient dem Geräusch, der Geräuschreduzierung. Das ist ein Dachspoiler, der die Dachluke leiser macht. Und das ist auch einer der Gründe, warum unser Auto beim Fahren so leise ist. Weil ja normalerweise vor allen Dingen die Dachluken am lautesten pfeifen. Und das ist bei uns nicht so der Fall. Also keine pfeifenden Dachluken, schön leise, Möbelbau ist auch leise. Du baust ja die Möbel nicht selber, oder? Nein. Das heißt den Umbau... Wir haben eine Kooperationsfirma, die macht das schon seit 20 Jahren, hat schon 700 Wohnmobile ausgebaut. Das ist die Firma BS Camperwerk in Bad Bramstedt, nördlich von Hamburg. Kennt man ja. Ja, genau. Ist BS Camperwerk. Und das Besondere ist, die Ideen allein zu haben, den Slide-Out und dann deinen Qualitätsanspruch. Haben die das gut hinbekommen, das Auto? Ja, die haben zwar ein bisschen geflucht, weil sie sowas natürlich auch noch nie gebaut haben, aber wir kommen gut klar. So, der hat hier Rundumkamera, oder? Das heißt, du hast ihn einmal voll gemacht. Das Surround-System. Den habe ich gar nicht selbst bestellt. Der Händler hat den so bestellt, wie er ihn kriegen konnte. Ich habe da lauter Zubehör drin, das ich gar nicht haben wollte. Aber Beispiel, die Surround-Kamera ist gut. Was ist zu viel drin? Sag mal. Ja, da ist so TÜNEF drin, diese ganzen Fahrassistenten, die bräuchte ich jetzt nicht. Echt nicht? Bist du so cool? Das heißt, du brauchst ihn nicht? Der Fahrassistent nervt total. Dieser Abstandsregeltempomat, der bremst schon, wenn er einen LKW am Horizont erkennt. Distronic. So, hier vorne hast du die gute GEFA Buchse. Genau, die Stromeinspeisung ist hier. Die ist süß hier. Guck mal hier, Florian. Das ist die Stromeinspeisung. Kannst du auch mal filmen. Und DEFA ist es, nicht GEFA. Wie kam ich denn auf GEFA? Und sehr, sehr bekannt bei, auch wieder aus dem Rettungsdienst. Da sind die allerdings mit so automatischen Auswürfen versehen. Das brauchen wir hier nicht. Nee, das brauchen wir hier nicht. So schnell wollen wir ja nicht los. Wir wollen kein Rennen gewinnen. Dann hast du hier vorne schön unterfoliert. Das heißt, weniger ist mehr. Das ist manchmal auch sinnvoll, oder? Genau, dezentes Branding. Kann man jetzt bei dem Regen natürlich nicht so schön sehen, aber wenn es nicht gerade regnet, sieht es echt toll aus. Also da ist so Star-Van unterrelieft. Genau. So, Vanglas, mach mal auf. Wir gucken mal in die Seite rein. Du kannst den Sitz ruhig so lassen, wie er ist. Ich will mal gerade was gucken. Der Rennen ist ganz dreckig. Ja, macht nichts. Ist nicht schlimm. Denn ich zeige nur mal gerade, du hast nämlich ein paar Sachen, habe ich schon gesehen, ein paar Sachen schön beledert, oder? Ja, genau. Wir haben hier eine tolle Lederausstattung, die ist handgenäht von einem Ledersattler aus der Gegend, kommt auch aus Norddeutschland. Und haben mal ein bisschen Farbeffekte reingebracht. Das sieht ganz gut aus. Wenn du mal gerade das grüne Kabel holst, das mal einsteckst, dass man mal sieht, das ist die Stromeinspeisung, 230 Volt, geht über Schuko. Und das ist alles, was man sieht. Und man soll ja auch von außen gar nicht sehen groß, dass es ein Camper ist. Der Fachmann sieht natürlich die Markise, der sieht das. Du könntest ihn noch komplett Stealth bauen. Also Fenster weglassen, Originalfenster drin lassen, wäre kein Problem. Ja, nee, Originalfenster, du meinst die Busfenster, die möchten wir nicht verwenden, weil die einfach nicht isolierbar sind. Das ist ganz schwierig. Project Camper, kannst du ja von innen. Ja, nee, also wir machen... Das ist nicht dein Qualitätsanspruch. Nein, das ist... also ich bin ja gewohnt, ein richtiges Wohnmobil zu fahren und... keine. Du trinkst auch Fuze-Tee. Ich bin da jetzt auch drauf gekommen. Ich habe die auch jetzt, ohne Witz, die habe ich im Globus besorgt. Die kostet irgendwie €1. Schmeckt gut. Man trinkt viel mehr, habe ich das Gefühl, oder? Ja, genau. Und man geht laufen aufs Klo. Kalorien, glaube ich. Hat keine Kalorien, ja. Es schmeckt gut. Nicht hier vorne. Ist ja alles nass. Ach komm, jetzt stell ich nicht so an. Das Armaturenbrett wird so nicht geliefert. Das war jetzt ein kleiner Auswuchs meines Ledersattlers mit den 2 Farben. Das werden wir so in der Serie nicht hinkriegen. Das ist zu schwierig. Okay, das also wird dann zwar schwarz. belederbar sein, aber dann eben in der Grundfarbe der Sitze.
Ja, ich bräuchte das gar nicht beledert, wenn ich ehrlich bin. Also das heißt, die Sitze habt ihr ja auch beledert, wie man sieht. Genau, oder? die haben wir auch von Hand nähen lassen. Gucken wir uns gleich mal von innen an. Genau, So. von innen sehen die noch besser aus. So, das Batteriekonzept, was hast du drin? Wir haben in diesem Auto jetzt natürlich große Lithium-Ionen-Batterien drin. 300 Ampere-Stunden hat der hier. Gut. Wir liefern immer Lithium-Ionen, das heißt, wir haben in der Serienausstattung eine 100 Ampere-Stunden Lithium-Batterie drin. Wir haben auch in der Serienversion ein Solarmodul auf dem Dach. Wir haben serienmäßig die Dieselheizung. Wir haben serienmäßig die Trockentrenntoilette. Also alles, was Weltreisende so brauchen, ist bei uns schon drin. Ist das für Weltreisende jetzt mal ehrlich? Weil das Ding kommt ja überall durch. Ja. Der Allrad hat ja höchste Noten bekommen, also auch in der Allradtauglichkeit. Tatsächlich, also auch im Vergleich mit deinem Iveco gibt es ja ein sehr bekanntes Video auf YouTube, das zeigt, dass der Serienantrieb... Der konnte nicht fahren. Der konnte nicht fahren, genau. Aber der Serienantrieb kommt echt weit, das muss man schon sagen. Dafür, dass der gar keine Sperren hat. Der Vorteil ist natürlich, dass jeder den fahren kann. Ja. Das war beim vorherigen Mercedes-Allradantrieb von Obereigner ja wohl nicht so der Fall. Weil ich habe den gehabt, ja. So, die meisten der hat nur einen Heckantrieb gehabt und vorne hast du zugeschaltet. Genau, und die meisten kamen mit diesen Sperren nicht richtig klar. Also dieser hier ist deutlich leichter zu fahren. Du musst gar nichts können, du musst Gas geben der und macht fertig. Was er selber will. Der hat übrigens eine Besonderheit, es geht so über irgendwelche Sensoren, werden einzelne Räder abgebremst und die Last verteilt. Wie auch immer, es funktioniert. Ja. Mach mal auf, jetzt kommt die große... Ja, das ist aber der neue Trend, inspiriert von Niesmann. Also man muss sagen, Niesmann hat ja so ähnliche Farbstrukturen, die unglaublich, Niesmann ist ausverkauft übrigens. Also ist echt krass. Die bauen ja nicht viel. Also ich will da jetzt nicht dich mit Niesmann vergleichen, ja. Nein, weil das wir sind ja keine Serienbude. Wir sind eine Manufaktur. Jedes Auto wird einzeln von Hand gebaut. Ja, klar. Völlig andere. Das war jetzt nicht so, dass ich sage, also am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch bei Niesmann, weil das ganze Design ja sehr dunkel ist, aber du bist ja in einem kleinen Raum, das hier ist ja keine Wohnung von 100 Quadratmetern, da würde ich mir die Decke vielleicht auch nicht schwarz machen, ja. Aber hier drin, das wirkt unglaublich toll, oder? Das stimmt. Also man kann die Decke natürlich auch hell machen, wenn man möchte, aber dieses Farbkonzept ist jetzt mal, das nennt sich Cosmopolitan übrigens, das ist jetzt einfach mal was anderes. Du wirst sehen... Florian, du musst mal reingehen, wenn du es mal filmst und mir mal einen Eindruck sagst über die Verlängerung. Sei mal so lieb. Und nur mal sagst, wie... Ist das gut? Ja. Ja. Ja, das ist doch eine eindeutige Antwort. Wow. Ich habe schon überlegt, ob wir für die Messe... Es wirkt überhaupt nicht wie 6 Meter, oder? Das ist irrsinnig. Und das klappt man dann noch hoch und hat man ganz groß Wenn du schlafen willst, musst du das Fußteil halt noch hochklappen. Ja. Wie groß? 1,40 mal 1,40 mal 2,10. 1,40 mal 2,10. Ja. Okay. Ja. Das ist krass. Also erster Eindruck, du hast ja schon viel gesehen auf deinen Dreharbeiten, aber so ein ausziehbares Ding komplett, oder? Ja, das ist krass. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass das so ein Raumgefühl ist. Es ist richtig krank. Es gibt's doch gar nicht. Krank? Wieso denn krank? Schön ist das. Nein, es ist krank, dass nicht jeder sowas baut. Ja, das ist uns schon mehrmals gesagt worden, warum wir denn nach so langer Zeit des Wohnmobilbaus die Ersten sind, die sowas überhaupt anbieten. Ich kann es ja auch nicht sagen. Ich hätte es ja auch gekauft, wenn es schon gegeben hätte. So, komm mal rein, bitte, und mach mal die Tür zu. Mach das Loch zu. Weil das ist ja geil, weil du hast endlich Platz, um dich umzuziehen. Man muss ja auch nicht alles vollhauen immer mit Möbeln, weil du willst ja einfach mal Platz haben, wo du dich drehen kannst, wo du dich bewegen kannst. Hier ist Platz genug, hier können wir mit 4 Leuten tanzen. Krass, und der Boden ist eben. Das heißt, das Ganze... Okay. Ja, der sieht man ja nicht. Ja, gut. Du hast eben schon Angst gehabt, du hättest ihn gern abgeledert, hättest ihn gern drunter. Ja klar, natürlich möchte ich das Auto schön zeigen. So, was mir gut gefällt, ist, das Ganze ist massiv außen. Das ist kein Zeltstoff, das ist kein, weißt du, ich würde mich sogar trauen, in freier Flur das Ding einfach auszufahren. Das würde ich bei vielen Ausfahrdingern nicht machen. Okay. Also wenn du jetzt, ich sag mal, fährst jetzt auf der Autobahnraststätte oder so und dann hast du diesen riesen Raum hier drin. Guck mal hier. Und dann gehst du, Mensch, ist das ein tolles Konzept? Danke. Das ist doch schön, wenn ein Fachmann wie du das sagt. So, wenn ich jetzt nur 1,30 Meter groß bin, dann kann ich hier schon schlafen. Wenn du nur 1,30 Meter groß wärst, dann ja. Das ist also jetzt die Chilling Lounge. Hier kann man natürlich auch mal sich einfach so drauflegen und diagonal liegen zum Lesen. Chill mal, mach mal. Wenn du mal Schuhe... Chillen? Ja, hilft ja nichts. Ich muss ja irgendjemand jetzt mal chillen. Sehr gemütlich auch so rumliegen. So ein bisschen, wenn man nicht schlafen möchte. So kannst du chillen. Du könntest aber auch einfach dich gegen die Wand chillen. Das würde auch gehen. Mach mal. Also da ist nämlich genug Freiheit, dass du hier sitzen kannst. Wir haben genügend Kopffreiheit. Das war sehr wichtig. Okay. Wir hätten natürlich auch unten den Stauraum noch größer machen können.
Aber mir war die Kopffreiheit sehr wichtig, damit man sich hier nicht wie in einem Sarkophag fühlt. In einem Sarkophag. Ja. Du hast eine Durchreiche, das heißt, du könntest Skier oder lange Dinge kannst du nach vorne durchladen, oder? Das habe ich gesehen, gerade eben. Ich bin ja nicht blöd. Selbstverständlich haben wir sowas, ja. Also meine Frau sagt immer, ich bin blöd, aber ich bin nicht blöd. Nee, meine Mama sagt immer, ich soll sagen, ich bin nicht blöd. Ja, okay. Ja. Mach mal auf hin. Ein bisschen Schränke für Wäsche, ne? Und hier sind Stopp, nee, du kommst mir nicht so schnell davon. Mach mal auf und steck mal die Hand rein. Ich will mal sehen, wie tief die sind. Das ist also ein richtiger großer Schrank, Vollkorpus, oder? Ja, innen sind auch richtig verkleidet von innen. Wir haben in allen Schränken Böden drin, damit da nicht das Zeug drin rumklappert und auch die Kabel nicht offen liegen, sondern es ist alles sauber verkleidet. So wie das ey, sag mal, hier, die haben sich ja zu Tode gefilzt an dem Ding. Ja. Das ist viel Aufwand, aber es ist so gut geworden. Und die Raumakustik hier drin. Wollte ich gerade sagen. Ist doch eine super Akustik, oder? Also dafür, dass nichts hier drin ist? Ja. Also wir haben hier eine ganz gedämpfte Stimmung. Das ist total angenehm. So, hier oben habt ihr auch unsere Isolierung. Wir haben ja, der Filz ist Teil unseres Isolationskonzepts. Wir haben eine 3-schichtige Isolierung. Erstmal kommt natürlich das Armaflex in die Karosserie. Das kennen wir ja, ne? Wobei wir auch die Holme überkleben, ohne die Ablauföffnungen für das Wasser dicht zu machen. Sag mir nochmal deinen Vornamen. Ralf. Ralf, weiter? Uhlhorn. Ralf Uhlhorn aus Cloppenburg. Aus Cloppenburg, jawohl. Du sprichst genauso wie dieser Typ von dieser Glasfirma, die die Saugnäpfe macht. Ich komm gleich drauf, wie sie heißt. Die heißt. Nee, es gibt ein Wohnmobil Glaser. Also der macht die großen Scheiben. Und der hat den gleichen Akzent wie du. Also ihr müsst aus derselben. Wir reden ja alle so. Ja. Ich wohne ja an der Grenze zu Ostfriesland und dann ist das ja normal, dass wir so klingen. Ja. Der macht die Scheiben für Morelo und so. Und dann, ich komme gleich drauf, wie er heißt. Ja. Und der ist. Was ich cool finde, ist hier unten. Das ist die Mechanik. Was ist denn jetzt, wenn da ein Kieselstein reinfällt? Das ist nicht so gut. Nee, das wird auch nicht passieren. Das ist ein ganz eng anliegender Slide-Out, eine Schiene, die würde die Kieselsteine auch rausdrücken. Das ist eine Bürste. Genau, ja, so ähnlich. Also es gibt so einen Vorschub, der das dann rausdrückt. Hier passt diese Bürstendichtung noch nicht perfekt. Das werden wir in der Serie natürlich noch optimieren. Aber das ist der Auszug, worauf es läuft, ja. Was hast du denn gemacht, damit Kleinkinder nicht zu Tode zusammengequetscht werden hier drin? Deswegen machen wir die Fernbedienung, damit du zugucken kannst. Wie die dann zerquetscht werden? Nein, damit du dann aufpassen kannst, dass da niemand dazwischen läuft. Warte, ich gehe mal gerade hier, der Florian ist da, dass man mal sieht. Florian, wenn du mal gerade tanzt hier im Vorraum, mach mal bitte. Also einfach mal durch. Genau, das ist wirklich, das Raumgefühl ist 6 Meter sind wir und jetzt sind wir auf 7,40 Meter oder was? 7,15 Meter sind wir jetzt. 7,15 Meter. Aber es sieht so aus, also das Auto ist größer als ein 7,40 Meter, weil du hast ja in allen ausgebauten Sprintern immer nur einen schmalen Gang in der Mitte. Es gibt ja nirgendwo wirklich Bewegungsraum. Vielleicht kann der Ralf ja moschen. Ich sehe, er hat einen Hellfest-Pulli an. Ne? Ja, woher kennst du das Hellfest? Das ist für Insider. Ja. Sag mal, wo? Das Hellfest. Weil ich habe dich jetzt so ein bisschen konservativ eingestuft, dass du so. Bin ich aber gar nicht. Nein. Weil du eben noch ein Hemd anhast und so. Das hier ist das Wackenbändchen, also. Hast du eins bekommen? Nein, das ist noch von 2022. Ich konnte dieses Jahr nicht zum Wacken-Festival fahren, weil ich so viel zu tun hatte mit dem Auto. Oh. Ja, das ist schade, und das hier ist das Vanglas. Für die Firma abarbeiten. Man muss sagen, innen ist es ja noch aus Kunststoff, glaube außen ist. Hier ist Polycarbonatscheibe von innen und dann ja auch mit einem Gas im Inneren in dem Zwischenraum, damit es optimal isoliert ist. So, walte mal deines Amtes. Geh mal bitte hinter mich, also in die Richtung, dass ich, ganz mal durch. In diese Richtung, ja. Und jetzt fahr doch mal den Slider mal ein. Kannst du das machen? Ja, klar. Ja, klar. Macht er? Ich habe das Bett noch nicht mal ausgeklappt. Jetzt machen wir gleich. Also ich will nur mal sehen, wie sich das Raumgefühl jetzt ändert, wie schnell das geht. Ja, das sind, glaube ich, 30 Sekunden oder sowas. Und wenn der gleich drin ist, dann ist es natürlich genauso eng wie in einem normalen Sprinter in dem Moment. Das ist ja klar. Mhm. Dann sehen wir, wie eng 6 Meter Sprinter normalerweise sind. Das heißt, du kannst nicht schlafen, wenn er nicht ausgefahren ist. Das ist die Pille musst du schlucken. Ja, das ist klar. Aber dafür hast du ja nun dann auch ein mächtig großes Bett. Wir würden ja normalerweise in einem 6 Meter Sprinter ein Querbett installieren müssen mit diesen außenliegenden Ohren, mit diesen Schalen. Ja, ich weiß. Da ist ja von großzügigem Raum keine Rede. So, und jetzt hast du praktisch eine komplette Nutzer. Nee, mir ging es darum, du kannst es noch als Stauraum verwenden hier für irgendwelche sperrigen Sachen. Also wenn du jetzt, die du ausladen kannst. Ja.
Ja, also wir haben unten ja die Durchreiche. Man kann dieses Fußteil vom Bett auch nach oben klappen. Das zeige ich dir gleich noch. Aber du kannst das Auto auch tatsächlich bei kurzen Pausen so immer noch benutzen und auch da hinten dich rein chillen, um was zu lesen. Mach mal schnell wieder auf, weil das ist ja unerträglich. Ja, Diese Enge. Diese Enge. Und dann machst du auf und was 1,15 Meter 15 ausmachen? 1,20 Meter 20. Ja. Cool. Ist es ein Zwei-Personen-Auto? Ja, dieses hier ist jetzt ein reines Zwei-Personen-Auto. Wir können natürlich auch 4 Sitzplätze liefern und auch ein Schlafdach. Bis 4 Personen geht's also. Mhm. Aber die meisten Zielkunden werden wohl eher in der gleichen Altersklasse liegen wie ich, also in den Silver Ager Jahren. Jetzt werde ich frech. Die Jungen wollen das auch haben. Die haben meistens kein Geld, das ist das Problem. Und die haben keine Zeit, weil die müssen ja für uns arbeiten gehen. Genau, damit wir Rente kassieren können. So läuft's, damit wir uns so Dinger kaufen können. Ja. Nee, Spaß beiseite. Du hast ja hart gearbeitet im Leben, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Oder bist du der Sohn von irgendwelchen reichen Industriellen? Nein. Wir haben dieses Start-up tatsächlich ganz konventionell aufgebaut, mit ganz normalen Finanzierungen und mit ständigen Geldnöten, wie das üblich ist. Wie das ist. Also ich gehe nochmal durch, also dass ihr das Raumgefühl nochmal seht. Wenn du mal gerade, warte mal, ich gehe mal ganz nach hinten, dass man schön mal sieht, so ein Schuss. Du kannst hier übrigens im Fahrerhaus stehen. Kann man im Fahrerhaus stehen? Ja, das ist sehr schön. Warte, ich gehe mal gerade hier durch. Hallo, Florian. Ist es gut? Sitzt man gut? Sehr, ist Leder, also ist sehr edel. Ist Leder. Warte, ich zeig mal gerade so. Und dann hast du diesen riesen Raum. Dann gehe ich jetzt mal ganz langsam. Sag mal, ist der Boden echt? Ist das so ein mehrteiliger Boden? Tatsächlich ist das ein mehrteiliger Boden. Es ist ein echter Schiffsboden. Er sieht aus wie Holz, er fühlt sich an wie Holz. Er ist aber nicht aus Holz, das wäre zu empfindlich. Wir können diese Linien, die einzelnen Stege können wir sogar austauschen, wenn was kaputt ist. Sag mal, so ein Patent zu kriegen, das hast du ja nicht für China beantragt, das Patent, oder? Nee, das könnte man nicht bezahlen. Ich habe das europaweite Patent. Ich habe das 2017 zum ersten Mal zum Patent angemeldet. Dann haben die 2 Jahre recherchiert. Ging das durch eigentlich, oder? Das ging durch. Das macht ja dann das Patent ab München erstmal. Und dann haben wir es dann gleich erweitert auf alle europäischen Länder. So, und dann ging es irgendwann mal durch. Ja. Und dann hast du dir gesagt, hey, jetzt ruhig German Television an. Jetzt geht das in die Großserienproduktion. Ja, genau. Wie viel Fahrzeuge könntest du denn bauen im Jahr? 10? Wir haben eine Kapazität von 50 pro Jahr. 50? Ja. Das wird ein Hit. Also ich glaube auch, du hast von den Preisen die Kirche im Dorf gelassen. Das finde ich auch. Klar, wenn jetzt Leute wieder sagen, was, so viel Geld. Ja, aber allein das Basisfahrzeug kostet ja. Ja, ich meine, für ein gut ausgebauter Sprinter kostet ja locker mal 150.000. Der hat aber ja keinen Slide-Out. So, stell ich mal, das ist übrigens das, was man sehen kann. Da sitzt Florian gerade auf der Sitzgruppe, so dass man sieht, zwei Personen haben es wirklich gut. 3 würden auch noch gehen, das heißt, du hast Face-to-Face. Ich kann den auch noch ein bisschen hier beiseite schieben. Und jetzt nur noch das Bierchen oder den Kaffee oder sowas. Zeig mal gerade diesen Stempel bitte vom Tisch, damit auch jeder mal sieht, dass diese Firma muss nämlich eigentlich in jedes Wohnmobil und jeden Wohnwagen muss die rein. Den kannst du nämlich einfach rausheben, diesen Stempel. Und den kannst du so genial, warum baut den nicht jeder ein? Also damit kannst du so viel Platz sparen. Ich habe mich schon so oft gefragt, warum die Hersteller irgendwas nicht bauen. Aber immer 5 Euro billiger muss es sein. Und hier, guck mal, wie schön das ist. Das machst du einfach rein. Da ist es mit drin, kann man auch nachrüsten. Genau. Dieser Tisch ist wirklich wert, dass man darüber berichtet. Und die Kappe ist abgefallen. Die Kappe ist ab. Immer sowas. Ist er denn funktionell, der Wagen? Hast du ja mal getestet, wie so im Alltag? Er ist ja aus der Erfahrung entstanden. Es ist ja kein komischer Ingenieur einer riesigen Firma dabei gewesen, sondern ich habe den ja entwickelt. Das heißt, der ist entstanden aus meinen 248.000 Kilometern. Wir haben hier keinen Kokolores drin, wir haben hier nur funktionale Dinge drin. Der gute alte Kokolores. Ist das Holz echt? Ja. Ja, in diesem Falle haben wir eine Echtholzoberfläche in Asteiche geölt gewählt. Man kann verschiedene andere Holztöne bekommen, aber natürlich auch lackiert oder eine Kunststoffoberfläche. So, jetzt stelle ich mir mal ein paar Fragen im Schnelldurchlauf. Ja. Das Wasservolumen? 100 Liter unterm Auto, beheizt. Kann man mehr machen? Nein. Gut, also 100 Liter beheizt. 100 Was passiert bei minus 20 Grad? Der Tank ist an die Heizung angeschlossen, der wird von warmer Luft mit durchströmt und ist Autotherm. So, habe ich schon gesehen, Autotherm aus der Türkei. Werden wir nicht weiter einsetzen. Wir stellen jetzt um in der Serienproduktion auf Truma 6D.
Truma 6D. Ja. Also das heißt, die macht dann auch gleich das warme Wasser mit. Genau. Und so weiter und so fort. Die Autotherm ist natürlich sehr leicht, kriegst du weltweit. Bin großer Fan. Tickt die eigentlich noch? Hört man das Ticken? Nein, Ticken hört man nicht mehr, aber sie klingt wie ein Düsenjäger, wenn man sie anstellt. Ja gut, damit kann ich ja leben. Ich habe ja ewig Autotherm gehabt, ja. Also ich zeig mal, das ist das Modul. Das ist eine hochgradig servitierbare Heizung, muss man schon sagen. Also da kriegst du auf der ganzen Welt Ersatzteile, funktioniert immer, ist in Russland entwickelt worden und wird mittlerweile, glaube ich, in mehreren Ländern gebaut auf der Welt und ist eine Mega-Heizung, obwohl die Truma ist schon ein Stück schwerer. Also ich nehme an, hier ist ein Boiler, aber den brauchen wir sowieso, ne? Ja, wir haben ja jetzt, genau, das ist der Punkt, wir haben jetzt den Boiler, das ist entweder ein Whale-Gasboiler oder ein Stromboiler. Das wird alles zu stark auseinandergezogen. Die Heizung sitzt unterm Auto, muss erstmal unterm Auto lang, um die warme Luft reinzuführen. Der Boiler sitzt ganz woanders. Das ist uns dann im Endeffekt doch zu kompliziert geworden. Und wir haben jetzt beschlossen, auf die Truma umzustellen, weil die einfach kompakter ist, weil die unter der Sitzbank eingebaut werden kann, wo sie dann sowieso die Wärme schon abstrahlt und wo die Luftwege im Auto einfach kürzer sind. Eine Diesel nimmst du, 6D. Ja, genau, Okay. 6D. So, Elektropatrone. jetzt, wenn du mal gerade durchgehst, bitte, Florian, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Hier ist das Fernsehgerät. Starlink wäre kein Problem, geht ja jetzt mittlerweile, sogar mit fester Installation, ne? Ja, habe ich noch nicht im Programm. Wir haben Oyster auf dem Dach. Also Oyster. Connect. Die Telekom hat einen neuen Tarif. Kennst du den schon? Nein. Kein Witz, du kannst jetzt jeden Telekom-Tarif auf 69,90 umstellen lassen. Ja, dann hast du eine Flatrate europaweit. Soweit, so gut, okay? Ja, soweit so gut. Dann gibst du 19 Euro mehr aus, dann kriegst du eine zweite eigene Rufnummer, auch mit Flatrate, Ja. Daten europaweit. Okay. Dann dritte Karte, 8 Euro, Datenflatrate, eigene Rufnummer, Original Telekom, so viel Daten wie du willst. Okay. Vierte Karte, 8 Euro, fünfte Karte, 8 Euro, sechste Karte, 8 Euro und so weiter bis zur 10. Karte. Ich vermute, du arbeitest auch für die Telekom. Nein, ich arbeite nicht für die Telekom, aber ich habe so lange auf diesen Tarif gewartet. Warum? Hier mache ich natürlich einen Router rein in das Auto, mache hier Amazon Blink rein zur Überwachung, damit ich schön meine Kameras habe außen und brauche ja immer eine Karte, die europaweit funktioniert. Genau. Der Router ist ja hier auch drin. Genau. So, und diese Karte ist der Gamechanger, glaube ich, für die SAT-Anlagen auf dem Dach. Kein Mensch wird sich jetzt mal eine SAT-Anlage bauen, weil du hast jetzt Flatrate europaweit und Ja, also wir sind gar nicht angefangen mit SAT-Anlagen, machen beim Kastenwagen auf dem Dach ja sowieso keinen Sinn, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Und wir haben hier die Oyster Connect auf dem Dach, die ja einen super Empfang gewährleistet, mit einem Router mit 8. es gibt eine Einschränkung. Tarif gilt nur für insgesamt 60 Monate, also 5 Jahre. Und wie schlimm, habe ich mir auch gedacht, ja. So, okay, also nur ein bisschen, also es war jetzt keine Werbung, war wirklich Information, weil ich mir dachte, viele wissen das nicht und die Telekom klärt einen auch nicht immer zwingend auf, weil die sind ja ganz froh, wenn Leute in den Tarifen bleiben, wo sie sind, ja, manchmal. Wenn die viel teurer sind. So, jetzt steh mal auf, dann zeig mal den Sessel, der hinter dir ist, den filmen wir mal. Da hast du einen Rautenstepp genommen, soll so ein bisschen aussehen wie Maybach. Ja, genau. Also wir haben es einfach mal ganz edel machen wollen und mit dem Sattler zusammen hat er dann das so vorgeschlagen. In der Endversion werden es wahrscheinlich dann auch keine Doppelziernähte, sondern normale und dann sieht es aus wie bei AMG Mercedes. Okay, verstehe. So, das ist die Sitzbank. Steh mal auf, bitte. Und die Sitzbank, die hat's in sich, weil die kann man super benutzen zum Chillen. Also wenn du hier nämlich auf dem Sitz bist und das mal bitte jetzt mal zeigst, wie könnte man jetzt chillen in Verbindung mit der Bank und dem Fernseher? Wie wird das gehen? Also wenn du Fernsehen gucken willst, musst du auf den Fahrersitzen sitzen, denn der ist ja hier angeschlagen. Genau, das ist Genau. so weit so gut. Aber du Bank könntest ist ja dafür theoretisch... da, dass du da sitzen kannst und dann durch die offene Schiebetür auf das Meer in Frankreich zu schauen. Ah, okay, das war das war die Konzeption. Genau. Dann bräuchtest du aber hier noch einen ganz kleinen Hocker Okay, den können wir aber auch machen. Das sollte nicht das Problem im sein. gleichen Design. Ja, selbstverständlich. Okay. Wir sind So. ja eine Manufaktur. Wir gehen ja auf Wünsche ein und wir können alles machen. So, setz dich mal dahin auf den Sessel nochmal und dann zeigen wir mal, das ist das Küchenmodul. Genau. Auch das hat eine Arbeitsplattenerweiterung. Ja, selbstverständlich. Wir bauen 2 verschiedene Küchen auf Wunsch. Wir haben es hier mit der Küche zu tun mit dem hochgesetzten Kühlschrank im Highboard, nachdem man sich nicht so tief bücken muss. Oben auf dem Kühlschrank ist Platz für einen Kaffeeautomaten, den ja viele der Camper offensichtlich dabei haben. Ich selbst nicht. Und wir haben jetzt hier auch das Induktionskochfeld. Das ist Teil unseres Weltreisepakets. Daher auch die 300 Ampere-Stunden Lithium-Batterien. Das muss man aber so nicht nehmen. Wir bauen auch eine Küche, wo der Kühlschrank dann hier vorne eingebaut wird. Hier.
Und dann ist er von beiden Seiten, von drinnen und draußen zu öffnen. Du könntest auch einen Tiny Wash im Kofferraum noch bauen, theoretisch, ja? Ja. Würde ein bisschen eng dann mit dem Zuladen. Ja, dann wird die Zuladung kleiner, aber ja, Würde gehen. wir können über alles sprechen. Mach mal auf hier, das mal singen. Also das ist so Brot und Butter, das können die Jungs da in, also Möbelbau können die sowieso. Genau. Das ist alles Vans bauen die auch. Gebaut. Die bauen sehr viele Vans, ja. Wie gesagt, die haben schon 700 Vans ausgebaut und auch Bullis haben also enorme Erfahrung. Sag mal, was war jetzt die große Schöpfungshöhe? Ich habe es nicht ganz verstanden, dass du das Patent bekommen hast. Was war, weil die zielen ja immer auf eine Einzigkeit ab, Einzigartigkeit. Richtig. Ich habe das Patent für einen Auszug am Heck eines Wohnmobils, der mehr als 1 Meter rausfährt. Weil die anderen bis 1 Meter waren, Bis oder? 80, 90 Zentimeter. Und da stand so, haben die das patentieren lassen, die anderen? Nee, wahrscheinlich nicht. Da gibt's bestimmt eins drauf. Also wenn du die normalen Slide-Outs siehst, an welchem Auto auch immer, auch an dem Westfalia, Ja. das sind alles Standardteile. Ja. Die kaufst du bei Linnepe oder so ein. Ja. Und dann läuft der auf diesen 4 Schienen mit den kleinen Antriebsrädchen da drin. Das ist immer das gleiche Bauteil. Und das hier ist ja eine ganze Neukonzeption, weil wir ja hier die Schwerlastschienen haben und eben diesen ganzen Raum. Kältebrücken, wie hast du das denn geschafft, dass das nicht irgendwie runterläuft innen? Das ist passiert nicht. Also Der jetzt Ja. der beim Slideout. Ja, ja. Ja, jetzt ist der ist ja komplett isoliert. Ja. Der besteht ja aus 40 mm XPS-Schaum. Das ist ja die XPS-Schaum. beste Isolierung an diesem ganzen. Also der hat innen 4 cm, außen GFK, innen GFK, korrekt? genau. Also okay, verstanden. Braucht man glaube ich nicht. So, unten mal ganz unten aufmachen. Haben wir schon aufgemacht? Ich weiß nicht. Mal reingucken. Ja, da liegt Zeug drin. So, das heißt, du drückst das runter und dann geht's man auf. muss das ziehen. Das ist Ziehen. einfach, das ist eine selbstverriegelte Schublade, die während der Fahrt nicht aufgehen kann. Okay, die ziehst du und das war's. Genau. So, Duschen. Hast du eine Dusche drin? Selbstverständlich, die müssen wir aber erst rausziehen. Das ist ja der zweite Gag. Wir haben ja Warte auch mal, ich setze mich jetzt mal. Ich setze mich jetzt mal hin. Der Kollege wird Warte, jetzt mal. ich geh mal In welche Richtung? Hier bin ich gut. Hier bist du gut. Ich Hier- zeige jetzt erstmal das Bad von innen. Wir müssen ja mal anfangen. So, dann machen wir mal das Das ist Bad. jetzt das Bad, wie man es hat, wenn man fährt. Also, wir haben eine Trockentrenntoilette serienmäßig. Welche? Die Trillino ist das hier in diesem Fall. Okay. Wir können auch alternativ eine Komposttoilette von Ogo liefern oder die Klesana Beuteltoilette. Die liebe ich ja, die Gläsane. Aber die braucht relativ viel Strom. Also der. Ja gut, wir haben ja hier viel Strom drin, das ist ja nicht das Problem. Dann haben wir da das Klappwaschbecken aus Mineralwerkstoff. Mach mal runter. Da muss ich mal irgendwie da vorbeigehen. Kannst du gerne machen. So, und da ist ein Klappwaschbecken. Genau. Das habt ihr selber gebaut oder gibt's das so im? Zubehörteil. Gibt's ein Zubehör. Ist aber schick. Jetzt kann man also auch während der Fahrt mal kurz Pause machen, kann die Toilette benutzen, kann sich die Hände waschen, wie es sich nach dem Toilette benutzen gehört. Jetzt wäre aber natürlich das Bad relativ klein zum Duschen. Okay, und jetzt kommt. Deswegen ziehen wir es einfach raus, weil wir haben ja Platz genug. Und das heißt, das müssen wir gleich nochmal extra filmen. Ich mache jetzt mal einmal hier den Platz, bitte. So. Ach so. Nee, wir können ja reingucken, wenn ich es mache. Und jetzt Ach so. haben wir die große Dusche. Das ist ja geil. Das ist ja wie Tetris so ein bisschen. Ja. Wenn wir sowieso schon den Platz durch den großen Schlafzimmerauszug haben, warum sollen wir es nicht auch fürs Bad nutzen? Kann ich das Bett unten lassen und die Dusche benutzen? Ja, selbstverständlich. Das geht, das hast du ausgeklügelt. Ja, die berühren sich nicht. Das ist gut. Wir haben eine große Edelstahlduschwanne, die auch im Luftstrom der Heizung mit drin hängt, also beheizt ist. Und wenn du dann die kleine Duschtür aus Plexiglas umklappst, dann wird auch die Toilette nicht nass. Es gibt ein neues System aus Dresden. Das musst du dir angucken. Okay. Ist mega. Schließt du hier an, braucht 0,3 kW Strom, okay? Ja. Und du kannst so lange duschen, wie du willst. Hast du schon gesehen? Nee. Also ist ein Schalter drin, haben die entwickelt. Das ganze Wasser her. Das ganze Wasser sind 5 Liter und die laufen im Kreis. Und das Geile ist, du kannst auf den Knopf drücken, da werden die 5 Liter ausgetauscht. Ah, okay. Und das heißt, gefiltert hoffentlich. die werden, ja, das auf Wunsch auch noch. Die kannst du filtern, aber das ist gar nicht Sinn der Sache. Weil viele sagen, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn das Duschzeug und alles, viele wollen lang duschen, aber die haben kein Wasser. Und dann hast du 5 Liter Wasserverbrauch und das kriegen wir jetzt eingebaut. Nämlich auf der CMT bauen die mir das ein in den Concorde. Und dann kannst du mit 5 Wasser so lang, ich muss ja sagen, als Kind, ich bin ja, ich sag mal, bei der Oma groß geworden und da gab es eine Badewanne die Woche und die haben sich alle geteilt. Ich war der Letzte, der reinkam. Ja, das hat mir mein Vater auch erzählt. So alt bist du doch noch gar nicht. Ich bin 55. Und du? Ja, ich bin auch 55 fast, aber Ja, wir hatten ja nicht so viel wir haben Geld noch nicht in hier. der Badewanne geduscht. Nee, wir hatten damals so einen Kohleofen und dann hat er angefeuert, die Oma. Und dann durften alle einmal baden die Woche. Nee, bei uns gab es schon eine Dusche.
Gasthandtücher. So, bitte mal hochklappen, dann können wir jetzt mal sehen. Ja, das ist die Bett. Jetzt aber mal ganz kurz beiseite, weil wir müssen es uns ja nicht unnötig eng machen. Aber es geht später. Das heißt, du kannst die Dusche Ja, ja. ausziehen, hast du eben gesagt, die berühren sich nicht. So. Und dann ziehst du hoch. Aus für den Schlafzustand. Was hast du gemacht, damit es hält jetzt oben? Damit hält es einfach angeschraubt. Ach, hier unten ist Das ein... wird hier ausgeklappt, das sind die Füße. Okay, sind die Füße. Bitte nochmal einklappen, das war zu schnell. Das heißt, du klappst sie einfach nach hinten. Das ist ein Magnet oder wie läuft das? Genau, mit Neodym-Magneten fest. Okay, und nochmal hoch und dann ziehst du drunter und das war's. Und das war's. Und jetzt haben wir hier die große Liegefläche von 1,40 Meter mal 2,10 Meter. Ja, jetzt darfst du dich nochmal drauflegen. Ja, weil das muss man auch vorführen, weil das Besondere ist ja nicht nur die große Liegefläche, sondern das Besondere ist, dass man da leicht rein und rauskommt. Und nicht wie im Querbett, wo man übereinander kraxelt. Hier sind nämlich Stufen für jede Seite, über die man Ach, für jede Seite? kann, ohne seinen Partner zu stören. Mhm. Wir hätten uns aber ein besseres Model holen sollen als mich hier. Nee, du bist total klasse. Ich mag dich. Also, weil du machst alles mit. Du gehst aufs Wacken-Festival. Ja. Du bist ein nahbarer Typ. Was hast du vorher verkauft eigentlich? Ich komme aus, also ich habe jahrelang Wohnmobile verkauft, Standard Massenware. Pössl. Und ja, Pössl war auch dabei. Ich war ein freier Verkäufer, habe Pössl, Adria und so weiter verkauft. Ja. Bis es dann ja nach Corona nicht mehr so schön war, weil die Qualität ja irgendwie... Also freier Verkäufer, du warst unter anderem auch auf Messen unterwegs, oder? Genau. Und davor habe ich 20 Jahre lang im Außendienst für eine Matratzenfirma gearbeitet. Wie cool. Ja, deswegen haben wir ja auch ein tolles Schlafsystem drin, nämlich das Froli-Teller-System, das man ja körpergerecht einstellen kann, damit man keine Rückenschmerzen bekommt. Also ich habe auch mal für einen Hersteller, es gibt hier im Saarland einen Hersteller, und die haben so eine Maschine, da können die 3D rausfräsen aus den Matratzen. Ziemlich cool sogar. Ja, und tatsächlich habe ich auch die Matratze dementsprechend entworfen. Die können wir jetzt leider nicht von innen zeigen. Das ist eine dreischichtige... Ich habe einen Cutter dabei, sollen wir den? Nee, mach mal nicht. Das ist eine dreischichtige Matratze aus Evopor-Material. Das ist dieser Schaum, der besonders resistent gegen Feuchtigkeit ist. Und die ist progressiv gestaltet. Hat also weich, mittel, feste Schichten. Cool. Also das kommt aus meiner alten Branche dann noch. Ich weiß jetzt, warum du die Jacke nicht anziehen wolltest. Ja, gerade eben, weil da Selfers draufsteht. Und dann... Nein, das ist nicht das Problem. Ich dachte, ich sehe ein bisschen mehr nach Geschäftsführer aus, wenn ich ein Hemd anhabe. Ach Quatsch, nee, alles gut. Florian, dein Fazit, du hast viel gesehen. Das ist geil, oder? Das ist super, auch für jüngere Leute echt cooles Ding vom Design her. Das ist halt nicht altbacken, ne? Mhm. Und hier drin, ne? Ist wie ein Tonstudio von der Akustik. Ist gut, ja. Kannst du dein Album aufnehmen. Fährst du irgendwo hin, abgelegen in den Süden und dann nimmst du dein Album auf. Ja, zumindest für Sogar für eine Metalband. Also für YouTuber, die irgendwie live auf Sendung gehen wollen, ist das ganz gut, weil es halt nicht. Trocken. Vermieten wir das jetzt als Tonstudio. So, okay. Ja, also im Grunde genommen zeigen wir noch hier oben die Schränke, sagen wir so nett. Machen wir einen Schrank auf. Ich musste gerade überlegen, was wir alles noch zeigen, aber es ist ja gar nicht mehr so viel. Das heißt, die Wasseranlage kommt dann über ein Truma 6D. Hier sieht man auch einen Querschnitt XPS. Das ist tatsächlich der Querschnitt des Slide-Outs. Das ist der 40 mm XPS-Schaum, beidseitig mit GFK beplankt. Mhm. Also wirklich total super isoliert, total haltbar, hagelresistent, alles. Und wird nie kaputt gehen. Wo ist denn der Mülleimer? Den haben wir noch nicht eingebaut. Den würden der wir in kommt eine noch. der beiden unteren Schubladen einbauen. Ja, ich bin ja so, komme aus der Praxis. Also bei mir wird tatsächlich Müll, fällt an. Ja, tatsächlich nehme ich in meinem Auto auch die eine untere Schublade. Ja, habe ich jetzt auch genommen. Da ist ein Becher drin sozusagen. So eine Plastikschale und dann ist das dann der Mülleimer. Also ich bin echt begeistert vom Grundriss. Du hast wahrscheinlich gesehen die Hilke. Hast du die gesehen? Die Hilke? Die Hilke mit der Heckveranda und dem ausziehbaren Dusche. Ach so. Ich habe ein Video gemacht, Hilke, Hausfrau, Entwürfe Wohnmobil. Und die hat auch eine ausziehbare Dusche, aber anderes System. Die hat eine Dusche im Schrank gemacht. Hier ist ja ganz anders. Ja. Nee, das kenne ich noch nicht. So, fahr die Dusche nochmal aus. Ich filme das mal von der Seite hier. Das heißt, du gehst hin, ziehst es aus. Genau, der Kollege geht mal aus dem Weg. So, ich kann das Bett jetzt ausgeklappt lassen. Ja. Du kannst trotzdem die Dusche rausziehen. Kannst die Dusche rausziehen? So. Man könnte die auch so halb rausziehen, oder? Das würde auch gehen. Nee, dann geht die Duschtür nicht auf. Geht die Tür nicht. Die So, Duschtür verschwindet hinter dem... jetzt darfst du mal reingehen. Geh mal rein. Und, Du glaubst, ich dusche jetzt, vergiss nee, du duschst jetzt nicht, aber ich will nur mal die Kopffreiheit sehen. Du bist groß, was bist du, Meter? 1,87. 1,87 plus Schuhe, Ja, also genau. 1,90 im Moment. Normalerweise ohne Schuhe, ich verspreche es. Ja, und das ist der Grund übrigens, warum du das Fenster an die Stelle gebaut hast. Dann
hat man noch ein paar Zentimeter Kopffreiheit. Genau. Abgesehen davon bin ich der Meinung, oder aus meiner Erfahrung ist es so, dass eine Dachluke beim Duschen einfach besser funktioniert als ein Seitenfenster, weil ja die Duschphrasen nach oben ziehen. Stimmt. So, und jetzt hast du hier deine Toilette mit der Plexiglas. Genau. Und hier ist dann meine Dusche und jetzt kann ich hier... Einziger Nachteil ist, dass du während dem Duschen nicht aufs Klo gehen kannst als Mann. Schrecklich. Also tue ich normalerweise aber auch nicht. Ich sag jetzt nichts. So, Sag jetzt nichts dazu. so, sag mal hier, die Duschtür, die darf nass werden oder was ist hier an der Stelle für die Wand? Da kommt da noch was hin? Ja, tatsächlich, sehr gut. Also das hat bisher noch keiner gemerkt. Oder sollte ich das dich kommt nicht hier fragen? Noch eine zweite Duschtür hin, die Tür abdeckt. Auch aus Plexiglas. Hat aber noch keiner gefragt. Hat noch keiner nachgefragt. Nee, ich habe noch keine Zeit gehabt, die zu montieren. Also die kommt hier hin, die wird dann ausgeklappt. Die ist schon geliefert und die ist noch nicht eingebaut worden. Ich glaub's ja. Nicht schlecht. Danke. Ja, aber du, das ist die Vorwegnahme von Einwänden. Wenn wir das jetzt geklärt haben, weißt du, dann braucht keiner drunter schreiben, ich hab da was gesehen. Ach so, ja, das stimmt Minute, warte, ich guck mal, 48:05, die zweite Duschtür fehlt. Ja, nein, die kommt noch. Ich verspreche es. Gut. So, das ist hier oben ein großes Heki 3 ist das, oder? Nein, das ist eine Remisdachhaube. Tatsächlich ist das auch eine ganz große Besonderheit. Nämlich, die ist 90 mal 60 groß. Das ist eine Haube, die eigentlich gar nicht auf das Sprinterdach drauf geht, weil es viel zu klein ist. Und wir haben sie einfach längs eingebaut. Und damit haben wir natürlich hier unglaublichen Lichteinfall. Du Fuchs. Ja, das hat noch keiner gemacht. Und jetzt fragt mich, warum. Ich weiß es nicht. Weil wenn man die quer einbaut, kann man sie nicht während der Fahrt gut auflassen. Ja, das stimmt. Aber während der Fahrt lässt man eine Dachluke eh nicht auf. Ja, Das darf man nicht. Sehr gut. Ja. So, hier drunter, also das wird alles neu gemacht. Hier kommt die Tuma rein. Darf ich mal da reingucken in den Sitz? Oder ist was nein, drunter? Weil da im Moment nur Zeug drin liegt. Und da kommt ja sowieso dann die Truma rein. Das ist ja nicht die endgültige Version hier. So, komm, wir gehen schnell raus. Du baust mal bitte zurück. Ja. Dass wir einmal zeigen, wie schnell das geht. Also, wir fahren jetzt los. Und dann drückst du einmal die Dusche rein. Also das Bett erstmal runter. Das ist einfacher. Das ist einfacher. Die Dusche rein. Dusche rein. So, die wird automatisch durch das Bett verriegelt später, oder? Genau, die wird durch das einfahrende Bett gehalten. So, fahr mal ein, das Bett. Und eine kleine Fernbedienung finden. Da ist sie. Oh, wie goldig. So, wenn die Fernbedienung nicht geht, es geht auch manuell, oder wie? Ja, da ist ein Schalter. Man kann tatsächlich mit Geduld den einfach manuell reinschieben. Man muss nur den Widerstand des Motors und seines Getriebes überwinden. Okay, das geht. Ja, das geht. Wir brauchen deswegen auch keine komische Notkurbel, wo man sich das Handgelenk dran bricht, sondern... Aber ich kann ihn nicht rausziehen. Dafür ist ja dann die Sicherung, wie die du eben gezeigt hast. Ja. Der TÜV wollte ja. Ja, die musst du erst entriegeln, das ist klar. Die müssen wir jetzt auch, bevor wir... Ich frage nur, wenn Dieb jetzt kommt, der kann ihn nicht von selber rausziehen. Nein, dich ärgern. Das geht nicht. Okay. So, und das sieht man jetzt schön. Und jetzt, krass. Das heißt, ich habe gesehen, die Duschtür wurde sogar ein bisschen angedrückt. Genau, die ist formschlüssig quasi jetzt verstaut. Jetzt passiert hier nichts mehr, jetzt bewegt sich hier nichts mehr. Alles super. So, wir haben es versprochen. Und das werden wir natürlich auch halten. Jetzt regnet es ein bisschen mehr. Und wir werden noch eine kurze Probefahrt machen. Und dann darfst du aber nicht mitfahren, Florian, weil wir haben nur 2 Plätze. Ich gebe dir mal einen Schlüssel, falls es zu sehr regnet. Dann fahren wir nämlich einmal on the block und kommen gleich nochmal wieder, wie bei Jenny. Warte, ich muss gerade dem Kollegen einen Schlüssel geben. Dann die Sitze drehen, ja, damit... Wir sind in 5 Minuten wieder da. Wir fahren einmal kurz zur ZF und zurück. Und wo habe ich einen Schlüssel hier? Da ist der gute Schlüssel. Dreht mal die Sitze. Da Florian. So, und vielen Dank dir erstmal. Du kannst ja, wenn wir wegfahren, mal kurz filmen. Dann haben wir noch eine Außenansicht. Stimmt. Du musst mir noch ein bisschen hier Platz machen. Weil ich muss mich ja anschnallen, das weißt du ja. Sonst gibt's direkt die Anzeige raus. Weißt du ja. Ich zeige Ihnen nochmal komplett. Starvan heißt der Laden. Ich habe dich übrigens gegoogelt. Man gibt nur Starvan ein und du kommst direkt. Das ist ja schon mal löblich. Dann hat doch unsere Medienagentur vernünftig gearbeitet. Du hast einen guten Job gemacht, was die Auffindbarkeit angeht. Das hat funktioniert. Und er ist echt super kompakt. Also es ist 6 Meter nur. Und dann dieser riesen Innenraum. Und jetzt weiß ich ja, wo die Kappe herkam. Die waren nämlich vom Sitz.
Die Kappe? Welche Kappe? Die Kappe, die eben unten lag. Nee, das war der Tisch. War der Tisch, Unten okay. die kleine schwarze Kappe drin. Sag mal, wann ist der fertig geworden? Weil der sieht mir alles so aus, als ob der ganz frisch ist noch, oder? Der ist ganz frisch. Der ist vor 2 Wochen fertig geworden. Vor 2 Wochen. Beziehungsweise am Prototyp. Der wird ja im Grunde nie fertig. Da bist du Der Prototyp wird nie fertig. So, ich steige jetzt mal ein. Ah, wie schön. Jetzt würde mich nämlich mal interessieren, wir fahren mal über diese High-End saarländischen Straßen. Danke, Florian. So, Florian habe ich mal zugemacht und ich schneide mich jetzt mal an. Du sagst mir, wo wir lang fahren? Ja. So, angeschnallt. Boah, du hörst den Motor gar nicht, der läuft gerade. Ja, der läuft schon. Es ist leise. Das Auto ist leise, habe ich doch versprochen. Das ist ja krass, der Motor läuft. Ja, der Mercedes ist tatsächlich auch wirklich gut vom Motorgeräusch und er ist auch von Natur aus schon relativ leise. Ich habe das Licht jetzt mal hinten angelassen. Boah, das sieht geil aus, das Licht. Also Ja, ist so eine schöne Stimmung, oder? Ja, ist auch wichtig. Also die Van-Ausbauer, ich finde Licht so wichtig. Ja, fahr mal geradeaus, kannst ruhig. Soll ich da rumfahren? Ja, kannst ruhig hier vorbei. Weil der ist ja so schmal, du kannst ja alles machen damit. Genau, er ist ja wie ein PKW. Er hat die gleiche Breite von der Karosserie wie ein BMW X5 oder ein Porsche Cayenne oder hier so ein großes Mercedes SUV. Und damit kann ich ja das Auto... Ja, fahren wir hier links, dann können wir hier rausfahren. Denn da vorne ist die Nutzfahrzeugabteilung. Und jetzt nochmal links. Ich glaube, wir dürfen da nicht raus. Doch. Dürfen wir raus. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, vielen Dank nochmal an die Torpedo. Oder hier. Ist auch gut. Da steht Ausfahrt PKW. Außer PKW. Sehr schön. Ist jetzt, der ist ja jetzt über 3,5 Tonnen. Was hast du denn noch an Zuladung jetzt? Eine Tonne. Der wiegt nackt 3.100 Kilo. Eine Tonne. Ja. Das ist ja das Problem. Mit 3.100 Kilo Leergewicht schaffen wir es nicht mehr auf 3,5 Tonnen zu kommen, weil wir ja noch Wasser, Personen und dergleichen mit reinrechnen müssen. Wenn aber einer sagen würde, ich fahre alleine und ich sag mal, ich nehme das in Kauf, würdest du den zugelassen bekommen? Ja klar, also tatsächlich kann ich verraten, der hier ist noch gar nicht umgelastet auf 4,2 Tonnen, weil ich im Moment da nur mit allein unterwegs bin. Also es würde gehen, das heißt, dann hätte ich Zuladung mit ich sag mal, ein bisschen Wasser und Diesel, hätte ich noch 200 Kilo. Ja, das würde gehen. Es gibt ja viele, die fahren allein und sagen, ich will aber 3,5 Tonnen haben. Ja, wenn das jemand haben möchte, dann kann er das bekommen. Aber es ist natürlich nicht realistisch, wenn man mit 2 Personen plus Hund für 6 Wochen unterwegs sein will, dann reichen diese 200 Kilo vermutlich nicht. Boah, ist der Möbelbauer, ich habe den überhaupt nicht gehört bis jetzt. Ist ja auch Absicht. Nee, aber gar nichts. Ja, gar nichts, genau. Ja klar, der macht natürlich Geräusche. Ja, aber welche? Aber er knarzt nicht und er knackt nicht. Du hast doch einen Pössl. Da muss man schon viel investieren, damit er leise wird. Für einen Unterschied. Ja gut, aber das kann man... Also das ist jetzt der schlimmste Vergleich, den man wahrscheinlich einem Starvan antun kann. Weil, du hast es ja schon gesagt, ich habe damals den Pössl gekauft, der war günstig. Den habe ich vor 15 Jahren gekauft, der hat 41.000 Die waren auch damals noch nicht so leise, die sind heute leiser geworden, muss man zur Ehrenrettung. Ein bisschen. Wie auch immer. Ja. Und der kostete ja nicht viel und der war vom Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich ein tolles Auto. Das hat sich ja auch geändert seit Corona. Jetzt kosten die Dinger ja auch zwischen 70 und 80, wenn man sie vernünftig ausstattet. Und dann ist natürlich die Frage, wo soll ich denn langfahren? Ja, fahren wir hier geradeaus. Okay. So, und dann, also wir fahren doch gerade jetzt hier ist überall die Straße kaputt. Du bist mein Zeuge. Ja, es rumpelt hier ganz schön. Und ja, also es ist natürlich kein guter Vergleich, weil all die Massenware ist ja das, was wir nicht machen wollen. Man hätte ja vielleicht auch mit einem großen Hersteller kooperieren können. So, jetzt im Kreisverkehr? Ja. Nicht hier, noch eins weiter. Wir sind ja hier in Saarbrücken, da Autobahn nicht, nee, eins weiter. Wir fahren jetzt mal hier vorne über die Rumpelstrecke. Da ist nämlich gerade, die Brücke wird, die Hochbrücke, nee, wir fahren nicht nach Frankreich. Aber Frankreich ist da vorne. Ja, genau, sind nur noch 800 Meter, glaube ich. 800 Meter und dann wirst du festgenommen. Warum? Weiß ich das nicht. Auto da lassen. Nee, wir sind ja in Europa. Es gibt doch keine Grenzkontrollen. Jetzt? Nichts. Also das, was der Mercedes halt an Geräuschen so macht, ne? Aber das wäre jetzt jeder DPD-Fahrer, obwohl die fahren ja selten Mercedes,
Die fahren ja mehr so Fiat und Ford und die kleinen Ivecos und so. Das war der Grund, warum Fiat so lange nicht liefern konnte. Die haben 75.000 Autos in der Corona-Krise an Amazon verkauft. An Amazon. Die dann bei den Wohnmobilen gefehlt haben. Ja, und jetzt stehen sie aber auf den Höfen. Genau. Du hast ja jetzt, ich meine, du hast ja gemerkt, in der Wohnmobilbranche wird es ein bisschen schwieriger im Moment. Das merkst du gar nicht, oder? Das heißt, auf den Messen ab einer gewissen Preisklasse ist egal. Natürlich, wir bauen keine Massenware. Wir sind in der Liga der handgefertigten Fahrzeuge. Also unsere Mitbewerber, unsere geschätzten Mitbewerber sind Alpha Van, sind X-Bull. Das ist natürlich eine ganz andere Liga. Ist Monster Van auch schon bei dir im Plan? Ich kenne Monster Van aus deinem Video vor allen Dingen. Und? Was ist, ich finde das cool. Adrian ist schon ein Tüftler. Ja, das ist ganz cool gemacht. Und tatsächlich bin ich über ihn ja auch auf dieses Display von Avicon gekommen, dieses bunte, hübsche Display, das wir hier noch nicht drin haben, das wir aber auch anbieten werden. Das finde ich nämlich gut. So, jetzt kannst du mal hier drehen, vielleicht mal gerade auf die... So, jetzt kommt wieder die Wendigkeit des Sprinters. Das ist schon ordentlich mit 6 Metern. Gut, der Radstand 5,40 Meter wäre natürlich noch besser, aber knapp daneben. Aber er ist deutlich wendiger als mein Ducato, das muss man mal ganz klar sagen. Dann hast du natürlich hier 360-Grad-Kamera, das ist schon ziemlich total cool. Angenehm beim Einparken. Ja. Da kann man eigentlich nichts mehr falsch machen. Wie cool. Wenn du mal gerade das Radio anmachst, mach mal an, sei so lieb. Du kannst dich ruhig hinstellen, weil ich wollte den Leuten zeigen, wir betreiben ja eigene... Nee, du kannst ruhig leise machen. Ich will nur mal gerade mal was sehen. Geh mal auf die Liste der Radiosender und guck mal, ob du Saarfunk kriegst. Saarfunk. Das ist... ich habe gesehen, du hast Radio 21 und dann hast du Radio Melodie und ich will nur mal gerade sehen, was für ein Logo die jetzt drin haben. Wenn wir mal so einen neuen Sprinter haben hier. Saarfunk, da ist es, genau. Klick mal drauf. Das ist mein Sender. Ich habe 2 landesweite DAB Plus Sender betreiben wir mit der Medien Saarland. Was spielst du denn für Musik? Spielst du auch ein bisschen Rockmusik? Nee, wir spielen keinen Rock. Wir spielen Oldies und aktuelle Sachen. Leider nicht dein Kunde. Ja, du bist ja eher so, ich sag mal Radio 21, oder? Ja, genau. Ja, Radio 21, Radio Bob. Radio Bob. Rockantenne, das sind halt meine Sender, ja. Sehr schön. So, und hinten ist der Aufbau. Und jetzt wird es richtig kriminell hier. Also hier ist die Straße jetzt richtig im Arsch. Und ihr könnt hören, nix. Das ist wirklich kein Klappern, kein Rumpeln. Nichts, absolut nichts. Und es wäre eigentlich noch schöner, wenn wir jetzt auf die Autobahn fahren würden. Hast du die 2 Minuten noch? Ist die Autobahn vor? Ja, komm. Der Florian. Jetzt rechts, genau. Da kannst du. Ein Stau. Nee, das ist kein Stau. Wir sind im Saarland. Weil wir haben, weil wir haben das Auto natürlich auch... Jetzt links halten? Links halten, auch Dezibel gemessen. Und ich bin andere Fahrzeuge im Vergleich gefahren. Und bei 130 ist der etwa 5 Dezibel leiser als ein vergleichbares Fahrzeug. Das ist ungefähr ein Viertel so laut. Das ist etwa die Halbierung der Lautstärke. Ja. 5 dB? Ja, das ist also ein total angenehmes Fahren. Oh, hier darf ich mich nicht so schnell in die Kurve legen. Hier ist 40. Ja, obwohl wir das natürlich könnten mit der... Nee, jetzt mach mal hier, weil die Leute gucken immer und machen so Anzeigen. Ach so, ja, okay. Also wir fahren jetzt 40, ganz brav. Aber ich habe eine gute Nachricht. Wir sind gleich auf einem freien Stück. Wir sind ja noch in Deutschland. Ja. Und noch geht das ja, noch haben die sich noch nicht durchgesetzt. Ja. Und ich hoffe ja nicht, dass die FDP jetzt zurücktritt. Das wäre echt doof. Dann könnten die ihre Regierung ja nicht mehr weiterführen. Wo die ja vorhaben, Tempo 100. Ja, hast gehört, in Holland wollen sie jetzt Tempo 100 aufheben. Haben sie im Grunde schon gemacht. Ich bin öfters in Holland und die haben per normale Schilder im Grunde schon die Lautstärke, das Tempo runtergedreht. So, jetzt sind wir bei 120. 120. Ist doch schön leise, oder? Wir können uns normal unterhalten. Gut, die Loader hört man jetzt. Die Loader hört man ein bisschen, ja. Das ist nun mal das Zugeständnis, aber ansonsten hörst du eine laut pfeifende Dachluke oder irgendwie sowas? Ein paar Mal schneller. Dürfen wir das denn hier? Ja, wir dürfen. Ist freie Fahrt für freie Bürger. So, jetzt sind wir bei 130. Ist nicht lauter geworden? Ein bisschen. Ja, aber also kein Vergleich mit anderen Wohnmobilen. So, jetzt sind wir bei 140. Komm, ist gut. Ich glaub's ja. Ja? Okay. Also, ich meine, wer wird 150 mit seinem Wohnmobil fahren? Aber es geht. Und es geht auch in angenehmer Form. Ich denke mal, 120 ist eine ganz gute Sache. Und hier ist doch keine Lärmbelästigung jetzt, oder findest du das laut? So, der braucht gerade 12 Liter, zwischen 10 und 12 Liter bei 120. Du kannst ihn unter 10 Liter fahren. Mit Allrad wird das nichts.
Nein, also der normale Hecktriebler ja, da klappt das, aber beim Allradler kann man eher mit 12 Litern rechnen. Der ist ja auch 10 cm höher gelegt, der hat also auch die dementsprechend schlechtere Aerodynamik und das wird, glaube ich, nichts. Aber versuchen könnte man das. Hör auf, Werbung zu machen. Saarfunk 1 hier. Hört diesen Sender, wenn ihr ins Saarland kommt. Nur diesen Sender. So. Genau, nur diesen Sender. Und nicht Radio Bob. Keine Rockmusik spielen. Nein, kein Radio Bob hören. So. Ja, genau. Ja, also ich finde, wir fahren hier jetzt sehr angenehm. Du hast deine Armlehnen ja nicht mal unten. Ich habe meine jetzt hier schön runtergeklappt. Und ich finde, wir fahren hier sehr, sehr angenehm und sehr komfortabel. Und Mit 120. Mit 120 und überhaupt nicht laut. Oh, hier ist 100. Ja, kam aber gerade erst. Ja, war gerade erst. Also der Mercedes sagt ja auch Bescheid. Da im Armaturenbrett steht ja 100 und langsam fahren. Er ist ja ein ganz schlauer. Das sind diese Fahrassistenten, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Was ich cool finde, ist, dass der Allrad automatisch eingreift. Und das ist, glaube ich, ein Riesenplus, dass du eben nichts machen musst. Du musst keine Sperren reinfahren, du musst nicht fahren können, du gibst Gas. Einfach nur fahren. Man merkt auch nichts davon. Man hört auch im Grunde nichts davon. Ich bin schon Sprinter-Allradler gefahren. Bitte hier bleiben auf der Spur. Jawohl. Ich bin schon Sprinter-Allradler gefahren, die diese nachträglich eingebauten Allradantriebe drin haben, wo jede Sperre laut singt, wo das Fahrgefühl ist wie bei einem Trecker, irgendwie sowas. Ich habe so ein Ding. Ich habe ein gerade verzahntes Verteilergetriebe im Iveco. Das singt wie ein Stadtbus. Ja, wenn man es mag, ist ja gut, aber man muss es ja nicht haben, weil wir können ja auch so leise wie hier fahren. Ich habe es ja schon leise bekommen. Also es ist nur so, es macht ja das Trucker-Feeling und da ich ja auch einen Trucker-Fahrsimulator auf der Playstation spiele, kannst du ich bin so ein Typ. Okay. Du hast Rockmusik, ich mache SCS. Ja, ich bin dann eben auch froh, wenn ich während der Fahrt Musik hören kann, weil das Auto so leise ist, dass es das erlaubt. Wenn man das nicht braucht, muss das natürlich jeder selber entscheiden. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Wohnmobil zu bauen? Weil das ist ja doch ein großes Risiko. Also du musst viel Geld in die Hand nehmen. Ja, natürlich, aber wenn du so eine Erfindung haben möchtest, es ging ja wirklich darum, ich wollte selber ein Auto fahren, das nur 6 Meter lang ist. Diese Schallgrenze besteht ja nicht ohne Jetzt Grund. links? Jetzt links. Diese Schallgrenze besteht ja nicht ohne Grund. Also du kannst ja einfach wirklich überall parken. Ich fahre sehr gerne in den europäischen Süden. Ich bin mit meiner Frau ständig in Frankreich unterwegs. Und da ist es halt so, da hast du die kleinen Innenstädte, wo du mit einem großen Wohnmobil nicht reinkommst. Da kannst du nirgendwo parken, musst auf irgendwelche Ausweichplätze oder vor Supermärkten. Sowas möchte ich nicht. Ich möchte mit meinem Wohnmobil an die Stelle fahren können, wo ich auch mit dem Pkw hinkommen würde. Und da möchte ich dann auch bleiben können, wenn es erlaubt ist. Und das ist eben bisher mit den 6 Meter Fahrzeugen nur mit größten Einschränkungen möglich. Weil du hast entweder das enge Querbett oder diese wenigen Konzepte, die es gibt, auf 6 Meter Länge auch Längsbetten zu verbauen, was wir beide ja zum Beispiel von Pössl kennen, ist ja mit so viel Kompromissen behaftet. Mit kleinerem Tisch, kleinerem Bad, kleinerem Bett, kleinerem Kühlschrank. Das war etwas, was ich einfach nicht wollte. Und deswegen habe ich gesagt, du musst jetzt was anderes bauen. Du musst dir den Alpine-Rückspiegel kaufen. Den kriegen wir jetzt eingebaut. Hast du ihn schon gesehen? Nein, habe ich auch nicht. Der ist so geil. Den machst du hier hin. Der von deinen Videos gucken. Der kommt dahin. Nein, den kriegen wir jetzt erst im März. Der kommt erst im März. Ja. Und den gibt es aber schon. Und das ist ein Rückspiegel, der elektronisch ist. Und der sieht aus wie ein normaler Rückspiegel. Das ist der Hammer. Und nimm dann das Bild von der Rückfahrkamera. Von einer neuen Kamera. Musst du oben drauf machen. Aber die ist so gut, dass du denkst, es wäre ein Rückspiegel. Ah, okay. Ja, das wäre mal eine interessante Sache. Warum nicht? Also das ist, da muss ich eine zusätzliche Kamera einbauen. Ja, das ist ein Set. Aber es ist so gut, die Qualität, dass du das Gefühl hast, also ich werde es ja eingebaut kriegen, im Iveco Daily kommt die rein, weil da kann ich auch nicht zurückgucken. Das ist ja das Problem. Ja. Und jetzt bist du falsch gefahren, das macht aber nichts. Es gibt 2 Wege nach Rom. Ja. Und die werden wir jetzt beide finden. Wir fahren nämlich jetzt durch die Innenstadt von Saarbrücken. Und werden das dann finden. Ich darf mich verabschieden, wir beide sind durch. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, dass wir du warst, ja genau. Ja, ich bin ja gekommen, das stimmt. Und war mir ein großes Vergnügen und ich hoffe, dass wir viele Besucher auf der CMT in Stuttgart haben werden. Also kommt zur CMT in Stuttgart, da könnt ihr ihn sehen live in Farbe. Vor- und Zunahme von dir? Wie bitte? Dein Vor- und Zunahme? Mein Vor- und Zunahme. Ich bin Ralf Uhlhorn von Starvan und ich bin der Erfinder dieses Autos. Ralf Uhlhorn von Starvan. Heute ist was haben wir heute?
Was ist noch? Der 13. glaube ich. Ja, ich glaube auch. Das müsste hinhauen. So, ja, irgendwie... Genau 4 Wochen auf der Messe. Genau, 4 Wochen auf der Messe. Wir sind der 13. Dezember 2023 in der Landeshauptstadt des Saarlandes, Saarbrücken, auf der A620 mit 100 km/h. Fährt sich wie ein PKW. Ja, und ist so leise wie ein PKW. So, tschüss, danke.